Guten Tag, mein Name ist Hendrik Franke. In diesem Video zeige ich Ihnen, wie das Dokumentenarchiv in Time Sensor Legal funktioniert. Noch vor der Verwendung von Computern sah das Dokumentenarchiv vielleicht so aus oder die Dokumente wurden in Ordnern abgelegt. Jedenfalls war das meist sehr hierarchisch. Als dann Computer hinzukamen in die Arbeitswelt, hat man das übernommen. Man hat Ordner und Unterordner und noch weitere Unterordner angelegt. Das hat dazu geführt, dass das meist sehr unübersichtlich wird, einfach weil verschiedene Benutzer oft verschiedene Vorstellungen davon haben, wie das Ordnersystem strukturiert sein soll. Beispielsweise kann es sein, dass dann ein Ordner mal wegfällt, ähm, vielleicht einfach, weil nichts mehr drin ist oder praktisch keine Dokumenten mehr drin sind oder weil man es anders strukturieren möchte. Oder aber man hat ein Dokument, welches dann plötzlich in 2 Ordnern sein sollte. Dann muss man plötzlich eine Kopie machen. In einen Ordner wird das Dokument nachgeführt, im anderen vielleicht nicht. Das Ganze führt zu Problemen. Deshalb tendieren neue Systeme, die eben digital basiert sind, wie beispielsweise Evernote oder Google dazu, dass man das Ganze mit Tags macht. Und so empfehlen wir das auch in Time Sensor Legal und bieten das natürlich auch so an. Wir können 2 Varianten, wie Sie in Time Sensor Legal arbeiten, sehr empfehlen. Zum einen die Mixed Hierarchy mit Tags oder einfach die Variante nur mit Tags. Bei der Mixed Hierarchy mit Tags ist die Idee, dass Sie eine Archiveinteilung brauchen für jedes Mandat, das Sie haben. Da können Sie auch für eben typische spezifische Mandatsfälle können Sie feste Archiveinteilungen anlegen. Beispielsweise für Strafverfahren haben Sie immer die gleiche Archiveinteilung, für Mehrwertsteuerverfahren haben Sie die gleiche Archiveinteilung etc. Und wenn Sie das dann beispielsweise für die Strafverfahren, die Archiveinteilung ändern, würde das dann durchgehend für alle anderen Strafverfahren, für alle Mandate, die ein Strafverfahren sind, die Archiveinteilung angepasst werden. Nebst dem können Sie aber immer noch mit Tags arbeiten. Also Sie können auf jedem Dokument können Sie einen Tag setzen, sodass Sie Ihre Dokumente möglichst schnell finden. Bei Tags, ich denke, das ist fast selbsterklärend, dort verzichten Sie einfach auf die Archiveinteilung und würden einfach wirklich nur mit Tags arbeiten und so Ihre Dokumente finden. So oder so werden Sie Ihre Dokumente in Time Sensor Legal einfach und schnell finden. Hinzu kommt auch, dass Sie Links für Dokumente erstellen können. Also wenn Sie ein Dokument in einem Mandat haben, das aber in einem anderen Mandat ebenfalls brauchen oder bei einem anderen Mandanten, können Sie einfach einen Link dazu machen. So, ich bin hier wieder im Time Sensor unter den Adressen. Ich gehe hier zum Mandanten Bayer Chemicals AG und gehe hier auf das Archiv. So sieht das hier aus. Ich werde hier alles anhand des Archivs im Dossier erklären. Das Ganze ist aber auch ziemlich analog anwendbar auf die Mandatsmappe, also auf das Archiv in der Mandatsmappe, das Sie ja hier in Ihrem Bereich unter Mandatsmappen finden. Das habe ich bereits im vorherigen Video Mandatsmappe gezeigt. In diesem Video gehe ich wirklich nochmals tiefer auf die Dokumentenarchivierung ein, damit Sie wissen, was man in Time Sensor Legal alles machen kann und wie Sie das Archiv nutzen können. So, machen wir das hier noch ein bisschen breiter. Und Sie sehen, hier haben Sie die Filterleiste. Da können Sie Filter setzen. Sie können hier anwählen, welche Dokumente Sie sehen möchten, bis zu welchem Datum. Beispielsweise die letzten 4 Wochen, die letzten 3 Monate. Da empfehle ich, dass Sie auch immer ein bisschen ein Auge drauf haben. Wir hatten auch schon Supportanfragen. Da haben Leute gedacht, die Dokumente seien nicht mehr da. Nein, da waren einfach die Filter noch nicht richtig gesetzt. Hier können Sie nach Art
des Dokuments filtern. Also Sie können hier nur eingehende Dokumente anschauen. Eingehend im Sinne von eben beispielsweise eine E-Mail, ob die eingehend war oder ausgehend. Und hier können Sie einfach dann wieder ausgehend anhaken, dann werden die auch angezeigt. Angenommen, Sie möchten jetzt wieder alle Arten angehakt haben, dann drücken Sie auf Alt und wählen einfach hier eins aus und dann werden alle wieder angehakt. Dasselbe gilt auch hier für nach Mandat und das funktioniert genauso analog. Dann zeige ich Ihnen noch, wie Sie das Suchfeld besser nutzen können. Das Suchfeld hier, standardmäßig wird hier nach Namen gesucht. Also wenn Sie jetzt hier eben nach Skizze suchen, brauchen auch nicht das Ganze einzugeben, wird das hier angezeigt. Sie können aber auch von und dann eben hier den Absender suchen oder eben nach Inhalt, auch sehr praktisch. Genau. Weiter kann man hier auch nach dem Datum suchen. Also Sie können jetzt hier ein spezifisches Datum eingeben. Sie können aber auch sagen, ich möchte alle Dokumente, die vor dem 25.02.2020 da waren, möchten Sie gefiltert haben. Wir möchten jetzt dieses Dokument hier archivieren. Ich öffne das noch kurz schnell. Merken Sie sich diesen Begriff hier. Ich kopiere den, Arbeitsunterlagen. Und dann können Sie, wenn Sie das archivieren möchten, einfach hier reinziehen. Da können Sie noch die Meta-Angaben bestätigen, ergänzen, archivieren. Und jetzt können wir hier unter Inhalt eben praktisch können wir den Begriff oder Begriffe, die dort vorkommen, ganz einfach suchen. Da gibt es eine Volltextsuche, das ist sehr praktisch. Und weiter können Sie hier natürlich auch alle anwählen, dann wird wirklich in allen Kategorien hier gesucht. Auch sehr ein praktisches Fenster, die globale Suche. Und mit global meinen wir, Sie können hier wirklich alle Archive durchsuchen. Also hier funktioniert es dann analog. Hier können Sie dann eben auch Ihren Begriff eingeben und hier suchen. Im Namen haben wir das jetzt natürlich nicht, aber im Inhalt, genau. Oder Sie können hier einfach nach Arbeit suchen, kommt vielleicht noch mehr. Genau, da kommen ganz viele. Und dann finden Sie Ihre Dokumente, falls Sie jetzt nicht mehr wissen, in welchem Mandat das war. Und natürlich hier oben können Sie, wenn Sie auf den Titel einer Spalte klicken, nach der entsprechenden Kategorie eben sortieren. Angenommen, Sie haben jetzt einen Ordner, der nennt sich Competitors. Da sind ganz viele wichtige Dokumente drin. Jetzt haben Sie hier eine Einteilung, eben eine geografische Einteilung in Ordnern. Asien, China, da sind Dokumente drin, PDFs. Japan haben Sie, Europa haben Sie auch da Dokumente in den jeweiligen Ländern. Wenn Sie das archivieren möchten, können Sie ganz einfach den ganzen Ordner hier reinziehen in das Archiv. Und das Tolle ist jetzt, Sie können diese Schlagworte, Sie können die Namen, die Ordnernamen als Schlagworte gebrauchen. Sie klicken hier auf OK. Dann werden hier die ganzen PDFs nochmal aufgelistet. Sie können auch sagen, in welchem Mandat das ist. Wenn das jetzt nicht Due Diligence wäre, könnten Sie das noch hier ändern. Dann stimmt das aber. Und dann klicken Sie hier auf Archivieren. Jetzt ist das hier drin. Und wenn Sie jetzt hier nach Schlagworten suchen, können Sie entweder sie eingeben, China, oder Sie gehen hier auf dieses Dreieck und wählen einfach das an, was Sie haben möchten. Nun, diese Schlagworte, wo sind die hinterlegt? Ganz einfach. Sie wählen hier ein Dokument an und gehen hier auf den Info-Button. Hier haben Sie die ganzen Metadaten und hier sehen Sie auch die Schlagworte. Da sind jetzt Competitors drin, Asia, China.
Wenn Sie jetzt noch ein weiteres hinzufügen möchten, beispielsweise ist dieser Competitor ein starker Competitor, da fügen Sie noch den Begriff strong hinzu. Dann vielleicht noch der Competitor Antonio Calzone SA. Da gehen Sie auch auf den Info-Button und fügen hier auch einfach strong hinzu, schließen das wieder und dann können Sie genau analog vorgehen. Jetzt ist hier strong drin, Sie können nach dem filtern. So, somit wissen Sie eigentlich schon, wie Sie vorgehen können, wenn Sie mit Tags arbeiten möchten. Etwas, das ich jetzt noch nicht gezeigt habe, ist, wie man Dokumente verlinkt. Angenommen, wir möchten dieses Dokument hier verlinken zu einem anderen Kontakt, dann wählen Sie das hier einfach an, gehen auf den Info-Button und hier unten bei Zuordnungen klicken Sie auf das Plus und suchen einfach den entsprechenden Kontakt aus. Ich scroll mal hier ein bisschen, das ist der Fleischer Felix, den ziehe ich jetzt hier einfach rein und schließe das wieder, schließe den Infodialog, bestätige das, denn wir möchten das jetzt schnell suchen. Schauen, wie das ausschaut beim Felix Fleischer. Hier. Wir gucken mal hier in sein Archiv. Da ist jetzt das Mandat Due Diligence in Schrägschrift angegeben, denn bei ihm existiert das Mandat Due Diligence ja nicht. Und Sie sehen hier hat jetzt tatsächlich das Dokument Antonio Calzone SA hinterlegt, verlinkt. Und das Dokument, das ist eben das Praktische, das ist jetzt nicht einfach doppelt im System, sondern das hier ist einfach ein Link. Gut, dann gehen wir hier wieder zurück zu unserem vorigen Mandanten Biochemicals AG ins Archiv und dann machen wir hier weiter. So, nun haben Sie eigentlich das ganze Wissen, wenn Sie mit Schlagworten oder eben Tags arbeiten möchten. Ich zeige Ihnen jetzt, wie Sie vorgehen können, wenn Sie eben die Mixed Hierarchy, die Variante Mixed Hierarchy verwenden möchten mit Archiveinteilungen. Also Sie sehen hier hat es jetzt noch gar keine Einteilung. Auch wenn Sie das Mandat Arbeitsrecht anwählen, sehen Sie hier keine große Unterscheidung. Das möchten wir noch ändern. Wir gehen jetzt hier zu den Mandaten und gehen zu den Mandatseinstellungen. Arbeitsrecht, ich gehe mal hier ins Arbeitsrecht rein und gehe zu Zusatz. Und hier sehen Sie unter Dokumentenarchiv eben die Archiveinteilung. Dann wählen wir hier allgemeine Beratung an, da haben wir eine Archiveinteilung drin. Und bei Due Diligence möchten wir auch eine Archiveinteilung, da gibt es aber noch keine passende dazu. Hier gehe ich auf Archiveinteilungen und richte eine Archiveinteilung ein. Das nennen wir, ist die Archiveinteilung für Due Diligence, also nennen wir das auch Due Diligence. Und hier mit dem Plus kann ich jetzt eben einen Archivbereich erstellen und dem einen Namen geben. Wichtig, hier rechts müssen Sie noch einen Haken setzen für das Administrative, also insbesondere für die Rechnungen, in welchem Ordner die hinterlegt werden sollen. Wenn Sie nichts angeben, dann werden sie einfach in keinen dieser Archivbereiche eingeteilt. Ich kann das aber sehr empfehlen, dass Sie hier einen Archivbereich dafür auserwählen. Okay, hier auf den blauen Haken. Jetzt habe ich was vergessen. Ich habe zwar den Archivbereich erstellt, aber hier noch nicht angewählt. Hier muss ich natürlich jetzt noch Due Diligence anwählen und das bestätigen. Wir gehen zurück zu unserem Archiv. So, Sie sehen, hier hat es einen neuen Button. Ich klicke hier mal auf Zeige alle Archivbereiche, damit wir die Archivbereiche sehen, die wir gerade eingerichtet haben. Und Sie sehen auch, dass die Dokumente hier alle in einem namenslosen Archivbereich sind. Die müssen wir jetzt noch zuordnen. Dazu gehe ich jetzt mal hier auf Schlagworte und filtere nach Competitors.
Das waren die Dokumente, die ich hier von dem Ordner reingezogen habe. Jetzt kann man entweder hier einfach einzeln die Dokumente rüberziehen zu dem entsprechenden Archivbereich. Bei mir wäre das Mitbewerber. Oder man markiert einfach alle und geht hier oben auf das Zahnrad, Entschuldigung, auf den Info-Button und sagt Bereich ersetzen und klickt hier Mitbewerber an, OK, und dann werden die gleich alle verschoben. Gut, ich nehme den Filter hier wieder raus. Dann haben wir sonst noch ein paar übrige Dokumente, die wir ebenfalls einordnen. Machen wir das auch noch schnell. Und ich blende jetzt hier noch das Mandat Arbeitsbereich ein, die Dokumente davon, das Archiv davon. Und jetzt sehen Sie hier, okay, es wird langsam ein bisschen unübersichtlich, wenn ich hier alle Archivbereiche anzeigen lasse, auch wenn nichts drin ist. Deshalb wechsle ich hier mal zu Zeige Archivbereiche mit Inhalt. Und dann sieht das Ganze schon viel übersichtlicher aus. Und Sie sehen auch hier, die Rechnung hat es automatisch in den Bereich Honorarvereinbarungen und Honorarnote getan. Das ist ganz praktisch, da müssen Sie sich eben für die Rechnungen keine Sorgen machen, die werden automatisch zugeordnet. Was auch sehr praktisch ist, wenn Sie einen Ordner haben, der Dokumente, Dateien drin hat, die Sie vielleicht jetzt nicht unbedingt in Times and Legal haben möchten, aus irgendwelchen Gründen, können Sie diesen Ordner ganz einfach per Drag and Drop in den Kopf hier verlinken. Jetzt haben Sie hier einen Pfad, einen Link und jetzt angenommen, ich hätte das Fenster nicht offen, können Sie mit einem Klick das Fenster hier öffnen. Das ist auch sehr praktisch. Voraussetzung ist einfach, dass das ein geteilter Ordner ist, also ein Ordner, auf den alle Benutzer Zugriff haben. Und es kann jetzt auch gut sein, wenn Sie den Ordner verlinken und Sie bei Ihnen lokal den Ordner haben, Ihr Kollege diesen Link aber nicht öffnen kann, wenn er keinen Zugriff auf diesen Ordner hat. Das ist auch eine häufige Supportanfrage, die bei uns reinkommt. So, dann weiter gibt es hier noch die Cloud Drive von Times and Legal. Das ist diese Wolke hier. Mit dieser Wolke, wenn Sie das eingerichtet haben, können Sie Archive ganz einfach in einem externen Datenraum publizieren. Sie können jetzt hier das entsprechende Mandat anwählen, sagen, dass Sie das eben publizieren möchten und das auch auf einen gewissen Zeitraum beschränken. Also das kann beispielsweise das kann nützlich sein, wenn Sie das mit jemandem teilen möchten, das Dokument, oder wenn Sie beispielsweise ins Gericht gehen und eben das Archiv auf Ihrem Rechner offline haben möchten. Bis auf Widerruf ist auch möglich. Das können Sie hier anwählen, OK. Und dann werden die Dokumente in den externen Datenraum publiziert. Jetzt in dem Fall hier ist es so eingestellt, dass Sie noch anwählen möchten, welche Dokumente Sie genau publiziert haben möchten. Also Sie sehen hier, die Wolke ist noch nicht blau. Dazu gehen Sie hier auf den Info-Button und klicken hier noch auf die Wolke. Jetzt ist die blau und dann wird dieses Dokument hier eben auch in den Datenraum publiziert. In meinem Fall ist das hier gleich auf dem Schreibtisch. Und da sehen Sie jetzt Bayer Chemicals, Due Diligence, Geschäftsführung, Muster PDF, das ist hier publiziert worden. Einen genauen Beschrieb, wie Sie das einrichten können, dazu gibt es auch noch einen Artikel in der Videobeschreibung. So, das war's zu dem Video. Bis zum nächsten Mal.